größere Schüsseln drehen, das möchte eigentlich jeder können. Hier machen wir das mal mit 2000 Gramm Ton. Am Anfang wie immer wiegen 2000 Gramm. Der Ton ist, wie er aus der Tüte kommt und wirklich sehr weich. Das Bild ist etwas unscharf, versprochen, das ändert sich gleich. Aber da ihr ja alle zentrieren könnt, müsst ihr das nicht so genau sehen. Bei 2 Kilogramm kann man ruhig den Ton sich etwas in die Mitte drücken. Und dann beginne ich eigentlich nicht gleich mit voller Geschwindigkeit. Erstmal halbwegs Ruhe in den Klumpen bringen und dann kann man immer noch mit voller Geschwindigkeit weiter zentrieren. So, es wackelt minimal, aber das stört mich jetzt nicht weiter. Ich kann das durchaus auch später anhalten. Ich zeige euch wo. Beim Aufbrechen von großen Klumpen nehme ich gern beide Daumen. So. Und wenn es dann tiefer geht, nur noch den rechten. Ich ziehe zu mir in Richtung 6 Uhr auf. Das mache ich mit dem rechten Mittelfinger. Ich zentriere mir hier jetzt nochmal die Wandung nach. Das ist so einer der Momente, wenn es etwas gewackelt hat, wo ihr das noch verändern könnt. Und beim Boden gehe ich, da es ja eine Schale werden soll, jetzt schon an den Rändern leicht nach oben. Denn später soll an der Stelle ja keine Kante mehr zu sehen sein. Sollte die Wandung noch etwas wackeln, erstmal probieren wir, wie dick der Boden ist. Ja, es ist okay. Lieber etwas dicker, auch wenn dann die Schüssel vielleicht nicht so hoch wird. Was ich sagen wollte, wenn die Wandung etwas wackelt, jetzt ist der Moment, wo ich sie spätestens anhalten soll. Ich nehme das hier so in die rechte Hand und seht ihr die Bewegung, die ich mache, die mache ich nicht wirklich, aber so wirken die Kräfte. Ich drehe die rechte Hand so ein kleines bisschen gegen den Lauf vom Ton. Und diese jüngste Stelle, die ihr seht, dort ist mein rechter Daumen. Ich ziehe das nicht bis ganz hoch, da ich einfach oben einen schönen dicken Spannring stehen lassen will. Das finde ich bei Schüsseln wirklich schön. Was bei großen Stücken bei mir anders ist, ich mache hier 3 Knöchelzüge. Der erste jetzt ist wirklich nur, um unten etwas Masse herauszuholen. Das ist wirklich ganz easy. Das ist nicht wirklich um Höhe zu machen, sondern wirklich nur um unten die Basis zu verbessern, damit ich das mit den folgenden 2 Knöchelzügen schaffe. Immer schön den Rand glätten. So, der erste Knöchelzug ist auch noch so eine Art Sicherheitszug. Hier achte ich sehr darauf, dass ich wirklich pro Umdrehung einmal mit den Fingern war. Also nicht zu schnell oder dass man innen
zu grobe Rillen sieht. Das ist ein ordentlicher Zug, aber noch nicht alles, was geht. Ich würde es solide Basis nennen. So, der Rand läuft ruhig. Wir machen nochmal die Wandung nass. Und nun folgt eigentlich der, ich sag mal, Generalzug. Der, wo es drauf ankommt, der am Ende bestimmt, wie groß die Schüssel sein wird. Leider ist der Ton halt weich, aber manchmal kann man es sich nicht aussuchen. Es wird halt ein klein wenig dicker. Für 2 Kilo schafft man normalerweise so 37, 38 Zentimeter. Das wird diesmal nicht klappen. Der Finger ist schon nach innen gegangen und hat auch die Bodenkante etwas weggedrückt. Und seht ihr von der linken Hand, der Zeigefinger, er sorgt dafür, dass oben der Rand auch schon etwas nach außen gedrückt wird. Im Knöchelzug hören wir hier oben vorm Rand auf, weil wir hier oben den Ton haben möchten. So, und ab hier ist jeder weitere Knöchelzug sinnlos. Gerade bei weichem Ton wäre viel zu viel Masse unten auf der arbeitenden Stelle und das ganze Konstrukt würde ins Schwanken kommen. Also kommt hier jetzt der Kammschienenzug. Vorher steche ich unten überschüssigen Ton ab. Das kann jetzt durchaus auch schon den Fuß bilden, weil ich setze die Schiene nicht ganz unten an der Scheibe an. Und jetzt beim Hochziehen mache ich die Wandung nicht gerade, sondern ich fange schon durchaus an, die Schalenform zu definieren. Es kann also hier schon rund sein und die Spitze der Schiene endet oben in der Kante zum Spannring. Hier wirklich Kopf runternehmen und unbedingt von der Seite gucken. Man muss sehen, was man tut und wie die Form aussieht. Da ich eigentlich nicht abdrehen möchte, ist also jetzt schon auch wirklich wichtig, dass die Form durchaus gefällig ist, dass ich einen guten Preis dafür erzielen kann. Zum Schluss, wie gesagt, kommt eine runde Schiene zum Einsatz und ich gehe immer von oben herunter bis zur Mitte und jedes Mal wird unten die Bodenkante etwas weniger oder weggedrückt. Beim ersten mache ich gar nicht viel Druck, ich mache nur den Schlicker raus. Und wenn ich jetzt irgendwelche Dellen habe oder Dinge, die ich ändern will, dann arbeite ich außen mit der Kammschiene und innen mit der runden Schiene. Am Boden mache ich ganz gern dann ein sogenanntes Schneckenmuster hinein. Muss nicht sein, verkauft sich einfach besser. Seht ihr, wie ein kleines bisschen der Rand wackelt? Da dürft ihr euch wirklich nicht verrückt machen lassen. Ganz zum Schluss fassen wir nämlich hier
vorher kurz nass machen, einmal unter den Rand und durch etwas Herausschieben vom Rand kriegen wir das Ganze wieder ruhig. Man kann hier mit der Kammschiene auch oben den Rand schön glätten, aber seht zu, dass ihr die dadurch entstehenden scharfen Kanten mit dem Schaum dann wieder brecht. Sonst wird im Gebrauch diese Stelle schneller wegbrechen, als es dem Kunden lieb ist. So, und dann sind wir eigentlich durch. Ich habe jetzt im Video nicht die Messung. Es sind 33 cm, also es ist ein Stück kleiner als gedacht oder gewollt. Aber ich hoffe, ihr bekommt es auch hin.